Im Nahen Osten befindet sich eine Stadt, überaus geliebt und lang ersehnt. Für viele war sie der Mittelpunkt der Erde. Jerusalem. Auf den Spuren Jesu ist eine Serie von 14 Folgen, um das Leben des Messias und die Ereignisse, die mit seinem Tod verbunden sind, besser zu verstehen. Wir befinden uns an dem Ort, an dem früher der Teich von Bethesda war. Dieser Teich befand sich im nordöstlichen Teil der Stadt. Forscher nehmen an, dass der Teich als Regenwasserreservoir etwa 800 Jahre vor Christus für die Stadt gebaut wurde. Das zweite Becken wurde etwa 200 Jahre vor Christus angelegt. Die maximale Tiefe des Beckens betrug 13 Meter. Der Apostel Johannes schrieb in seinem Evangelium in Johannes Kapitel 5, Vers 2: Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. So wie der Apostel Johannes berichtete, wurde ein Teich mit den gleichen Merkmalen ganz in der Nähe der Stelle ausgegraben, an der das Schaftor gefunden wurde. Das Schaftor war ein Haupteingang zum Tempel, durch den der Sünder das Lamm trug, das er für die Vergebung seiner Sünde opfern sollte. Bevor man den Tempel betrat, war ein Reinigungsprozess nötig. Dieser Teich von Bethesda war kein gewöhnlicher Teich, sondern wurde auch als ein Ort der rituellen Reinigung betrachtet. Das hebräische Wort dafür ist Mikveh. Was ist eine Mikveh? Das hebräische Wort Mikveh leitet sich von der Wurzel Kavah ab, einem Verb, das auch mit sammeln übersetzt werden kann und zum ersten Mal im ersten Buch Mose Kapitel 1 Vers 10 verwendet wird. Ule Mikveh, Hamaim, Kara Yamim, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Der Begriff Mikveh bezeichnet eine Ansammlung von Wasser, eine Masse von Wasser, ein Ausdruck, der mit Vereinigung von Gewässern übersetzt wird. Das Wort Mikveh bezeichnet also das Eintauchen in ein Bad oder einen Teich, einen Behälter mit fließendem Wasser, in den eine Person vollständig von Wasser bedeckt werden kann. Die Juden verwendeten dies für religiöse Reinigungsrituale. Man nimmt an, dass sowohl der Teich Bethesda nördlich des Tempels als auch der Teich Siloa im Süden nicht nur zur rituellen Reinigung der Tempelbesucher dienten. Viele kamen mit der Hoffnung nach Jerusalem, durch das Wasserbad geheilt zu werden. Die Mikveh wird für verschiedene Rituale verwendet, zum Beispiel für die Reinigung der Frau nach der Geburt oder nach der Menstruation oder auch die Reinigung nach dem Kontakt mit einem Toten. Das Reinigungsritual wird auch als Voraussetzung durchgeführt, um zum Judentum zu konvertieren, als eine Form der Taufe, die bereits vor der Zeit Johannes des Täufers praktiziert wurde. Ein weiterer interessanter Aspekt, den der Apostel Johannes in den biblischen Aufzeichnungen erwähnt, ist, dass der Teich Bethesda 5 Vorhallen hatte. Diese Schilderung bestätigen auch archäologische Ausgrabungen. Da dieser Teich Bethesda in neuerer Zeit unbekannt war, betrachteten Bibelkritiker die Aufzeichnungen des Johannes lediglich als sprachliches Bild und viele Jahre lang als Mythos. Archäologen entdeckten etwas Interessantes, als sie in der Nähe des Schaftors Ausgrabungen vornahmen. Wie ihr sehen könnt, besteht der Teich Bethesda aus 2 Wasserbecken. Das Becken im südlichen Teil wurde tiefer angelegt. Das nördliche Becken war ein Wasserreservoir, das kontinuierlich genutzt wurde, um das untere mit reinem Wasser zu versorgen. Diese waren durch eine Mauer getrennt und ihre gesamte Größe umfasste die 5 Vorhallen, wie noch heute durch die Ausgrabungen nachgewiesen werden kann. Etwas, das hierbei beachtet werden muss, ist, dass zu Jesu Zeiten das Höhenniveau der Stadt weit unter dem aktuellen lag. Aufgrund der mehrmaligen Zerstörung und des Wiederaufbaus der Stadt liegen die Straßen, durch die Jesus ging, mehrere Meter tiefer als die Straßen des heutigen Jerusalems. Der ehemalige Bethesda-Teich liegt deshalb heute ca. 15 Meter tief unter der Erdoberfläche.
Eines von Jesu größten Wundern geschah hier. In Johannes Kapitel 5, Vers 3-4 lesen wir über den Teich Bethesda. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Dieser Ort war wie ein Krankenhaus. Er war voller kranker Menschen, die geheilt werden wollten. Jesus kam an diesen Ort aber nicht, um sich selbst zu reinigen, sondern um seine Gnade und Barmherzigkeit zu offenbaren. Wir haben hier etwas, das ebenfalls hervorgehoben werden muss. Im Aramäischen bedeutet das Wort Bethesda Haus der Gnade oder Barmherzigkeit. Der Begriff Hesed, aus dem sich das Wort Bethesda zusammensetzt, mag auf Güte, Freundlichkeit, Treue hindeuten und zeigt auf, warum sich viele Kranke hier in der Hoffnung versammelten, das Wunder der Heilung zu erlangen, eine Handlung göttlicher Güte. Eusebius, der Historiker, Jahr 330 nach Christus, nennt ihn den Teich der Schafe, weil er in der Nähe des Schaftores liegt oder weil in ähnlichen Teichen die Lämmer vor dem Opfer gereinigt wurden. Diese Methode, das fließende Wasser aus dem Teich von Bethesda zu nutzen, verlieh dem Wasser einen Hauch der Heiligkeit. Viele Leidende stiegen ins Wasser in der Hoffnung, geheilt zu werden. Das Wasser, das zur Reinigung diente, ist heute in der Taufe ein Symbol der Reinigung von der Sünde und der Wiedergeburt, der Auferstehung zu einem neuen Leben. Das alles kann nur durch Jesus Christus erlangt werden. Als Jesus an diesen Ort kam, sah er einen Mann, der 38 Jahre lang gelähmt war. Dieser Mann hatte keine Freunde. Er war ein Mann, der keine Hilfe hatte, ein Mann, der ohne Hoffnung war. Jesus wandte sich mit der Frage an ihn: Willst du geheilt werden? Warum stellte Jesus ihm diese Frage, obwohl er wusste, dass jeder dort Heilung suchte? Jesus wollte, dass dieser Mann erkennt, dass er einen Erlöser braucht. Heute, inmitten unserer Einsamkeit, Einschränkungen und Krankheiten, ob physisch oder geistlich, möchte Jesus, dass wir unseren Zustand und unsere Nöte erkennen und ihn um Hilfe bitten, ihn um Errettung bitten. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um die Verlorenen zu retten, und seine Kraft steht auch heute zur Verfügung, um uns von aller Krankheit und Sünde zu heilen und das große Wunder der Heilung zu vollbringen. Durch den Glauben können wir zum Teich Bethesda gehen, um das Wunder Gottes zu erleben. Und zwar nicht nur das Wunder der Reinigung, sondern auch das Wunder der Charakterumwandlung. Jesus möchte uns ein neues Leben schenken. Wir werden lernen, wieder zu gehen, nachdem wir unter der lähmenden Sünde gelitten haben. Bitten wir also, wie es der Psalmist David im Psalm 25, Vers 16 tat: Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Und im Psalm 33, Vers 22 heißt es: Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Öffne Gott dein Herz, dann wirst du die Gnade und Barmherzigkeit des Allerhöchsten erfahren. So wie der Gelähmte vom Teich Bethesda.